Ich finde, du bist urfotogen, Emmy. Echt? Mhm. Danke. Flo. Krankes Setup. Das ist halt, weil wir ja eh alle Wettkämpfer sind und competitive sind, dass wir das so in Form von Wettkämpfen machen. Nicht mal selber so genau weiß, was sind jetzt so meine biggest leaks. Was resetten? Was ist das? Achso, was mitzählt, deine Karten und so. Das kannst du darstellen. Den die vorbildlichen Grinder hier. Wir spielen gerade auf Pokercode. So, we're playing on Pokercode right now. Yeah, we're playing. And Flo has an all-in decision. We wish him all the best with Ace Queen. Good luck. Good luck, come on. Let's bust final boss. He has check Wow, ones. that's very loose jump. Hold. That's a good flop. That's a good one. Hold. Yes, nice. Boom. Nice hand, sir. There it is. Pretty easy So when yeah. you run good like me. We started off the grind like No, so we are 1 hour ago, and Exactly. we're now grinding Pokercode powered by GG. And yeah, we ranked some tournaments. Yeah, right now they have 2 amazing free rolls. It's absolutely insane value. There is one Saturday GG Master free roll where you can win a ticket for the tournament tomorrow. It's a 150 buy and freeze out, and you can enter it for free. So this is insane value, and there we have the Pokercode Road to WSOP series, which is a free roll as well, which is kind of like a normal tournament, and the prize pool is actually 5k, pretty amazing. 8 players are paid, and first gets 1,500 bucks. Yeah, so insane value. So for a free roll tournament where you don't have to invest a single dollar, that's Sick. sick, yeah. But you have to fill up your tables. Like 3 tabling is not acceptable. Yeah, that's true, but I will after the break. Okay. Was geht bei dir? Also, ich bin noch in einem Freeroll drinnen mit 7 Big Blinds nur mehr. Sonst läuft's mäßig, aber ich bin auch optimistisch, dass wir das Ruder rumreißen können. Okay. Also, ich habe mir jetzt 10 Minuten was zusammengeschrieben. Ich lese es mal kurz vor. Also, erster Schritt ist, dass sich jeder seinen eigenen Lernplan für die nächsten 8 Wochen halt zusammenschreibt. Also, ja, Farbe weiß ich, du magst es nicht so gern, gell? So Pläne vorschreiben und dann abarbeiten. Ja, der zweite Schritt wäre halt, dass halt einfach ein paar Leute dieselben Themen haben. Und daraus bilden sich halt Lerngruppen. Dass halt maximal 3 Leute in einer Gruppe sind und auch sehr viel alleine gearbeitet wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel angenommen Ranges wiederholen, dann wird halt das sicher so sein, dass man halt 1 Stunde sich einfach jeder einzeln hinsetzt und aus den Kapiteln, die sich einfach jeder für sich selber überlegt, sich sozusagen dann Gruppen bilden. Und nach der Study-Zeit dann würde ich halt einfach die Ergebnisse in Form von Spielen oder Wettkämpfen abfragen. 3 Zweiergruppen und machen wir das in 2 Gruppen und versuchen da, wer näher dran kommt. Und ja, der Gewinner kriegt dann halt einfach eine Belohnung oder einen Keks, was auch immer, einen Keks. Ein Keks. Die Taktschen. Nicht mal selber so genau weiß, was sind jetzt so meine biggest leaks. Weißt du, ich weiß jetzt nicht so im Kopf, okay, weiß ich, dass hast du im Kopf, weiß ich nicht, was öffne ich jetzt mit 30 pp im Hijack? Kannst du das jetzt runterradeln? Ich kann es nicht runterladen, weil ich könnte das. Dann würde ich dir schon mal empfehlen, einfach Ich wüsste eine ungefähre Range. Ranges zu. Ich wüsste schon eine Pipapo quasi eine Ja, Range. Pipapo, das weiß ich jeder. Nein, aber ich das wüsste, muss pretty effekt sein. Das ist perfekt. Können wir das sicher nicht, das ist klar. Aber Also, trotzdem, ich glaub, du musst ja trotzdem mal ein Fundament schaffen. Wir haben da Also ich merke das selber, dass ich da Leaks habe.
Genau, zu late Positions einfach zu Zeit öffnen. Genau, jeder meldet einen. Ich würde das gleich mal übernehmen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem, was der Matthias auch gestern schon angerissen hat. Wie Equities und Nut Ratios mit der Strategie korrelieren. Und ich glaube, da wäre ein cooler Task, wenn wir uns ein paar Board-Tags schon raussuchen, 2 Ranges raussuchen, dann können wir recht gut die Power Equilibrium eingehen, also sehen, ob die da 50% oder 55%, und dann versuchen wir die Equity abzuleiten und dann können wir kontrollieren, was PU als Strategie ausspricht. Lösung, Betting Frequency oder Equities oder alles? Nein, die Equities wissen wir, weil wir geben einfach die 2 Ranges ein. Ja. Und die Herleitung der Strategie mit den Equities und mit den. Das heißt, Also grobe Anhaltspunkte, einfach High Betting Frequency, Low Betting Frequency, dafür großen Sizing, solche Dinge. Genau, dass wir uns einfach mal versuchen, ohne jetzt eine spezielle POSIM zu runnen, das kann man natürlich als Kontrolle dann, einfach mal da versuchen, das abzuleiten. die Equities kennen wir ja eigentlich, oder? Equity von Ranges, hat man Correlation 2R. Correlation. Ja. Oder 2 oder so. Was wir fokussieren uns nur auf Flopbacks, oder? Genau, also wir würden einfach 2 Attributes machen. Und genau. Wir können halt die Magic Boards machen. Ja, genau. Das fände ich auch cool, schreibe ich jetzt rein. Was sind die Magic Boards? Ja, ich glaube, lass uns 2 verschiedene machen. Machen wir Ass, Dame, Dame. Ja, und Ass 3, 3. Ass 3, 3. Das ist ein Riesenunterschied. BP ist Big Blinds, oder? BB ist Big Blind, ja. Muss ich anschauen. Wir sind noch nicht fertig. Ja, Ich machen wir. glaube, es sind zu viele Boards. Ja, und wir sind gerade mal Hijack gegen Big Blind gewesen. Wollen wir draußen sitzen? Das ist Ja. angenehm. Boah, ich finde sehr viel Einhörner. Dann mag den nicht zum draußen essen. Ich meine, wir können einmal am Tag auch. Bei Gaubisch kannst du dir anschauen, wie man die 3. Das hat der Fußball gestern gesagt, das ist ja ganz schwer, aber nicht braucht. Okay. Flo, magst du anfangen? Muss ich jetzt machen. So we're looking at the board Ace King 7 Rainbow, which is obviously very good for in positions range. The equities we came up with is 66 against a 33% equity for the big blind. Do you guys agree on that? Do you get the same result? Yeah, just to clarify, we have the scenario. just clarify the MP scenario. versus Big Blind 30 BP deep. Yeah, MP versus exactly. Yeah. So we chose 2 sizings, a 25% sizing and a 110% sizing. The small sizing we used for all our air holdings, most of our air holdings, weak aces and kings, also all our pairs, so 5s plus, all the way to queens. Aces and ace king, because with those hands we block the value range or the value hands of our opponent. And we chose 110% sizing, c-bet sizing for ace jack, ace queen, 7s, because 7s don't block any of their value hands. Kings and some 7x combos to get some semi bluffs in there too, like ace 8-7 suited, 9-7 suited, 10-7, 6-7 suited. That's what we came up with. What do you guys think? We watched a tutorial from Matthias and he showed us how to construct ranges in ICM spots, and I think that's like really huge and I really love the video. You really need to watch it because then you can make your ranges in ICM spots. Here you have, I'm not sure if I can make it bigger. I had this spot on a final table and I was questioning, okay, which hands do I push, which hands do I raise, and with Holding Research Calculator I got my ranges, which is awesome. Yeah, so Fabi and me, we went for 2 different sizings.
we had a small bet size with like 25 to 33%. We weren't quite sure on that one, and we chose a bigger sizing for about 60%, and we for the 60% c-bet we chose like 2 pair sets, the strong ace-x like ace-jack, ace-queen, and we mixed them with some gut shots like jack-10, queen-10, and even 8-9 with back-to flush draw. So that's what we came up with, and for the small bet we want to have like the middle and bottom pairs, even the middling pairs like 8s through queens, and yeah, basically the air we have. That's what we put into the small bet. One thing we weren't quite sure, and this is a question we want to know from the solution as well, what we do with 4s through 6s. So whether we wanna bet them big or not, so like these under pairs to the boards. What is the best way that we're doing this session? Should I just talk to each of you, or should I show them a screen? Alright, I think right now you can see a gray screen. Yeah. And I would say, for example, Roland is really solid pre-flop. I did not write down anything. Grato. But a lot of some others of you, you're pretty tight, I would say. So you need to attack that nittyness. I don't like nits. Matthias also good pre-flop stats. Oh, thank you. That's nice to hear. 20 Bewegungen, wie schaust du das? Was machst du? Hast du meinen Spot mit den 10 gesehen? Ja, aber foldest du das da? Was machst du, wenn an der Bubble das 20 prepare? Wie ein guter Freund sagen würde, ich kümmere mich um meinen Umfang. Ich open am Cut-Off mit 20 prepare. Und danach wie ein Schabernack. Mario, was öffnest du am Button mit 40 pp? Zum Teil. Ja, aber was öffnest du? Aces, Queen. Ihr sollst. Also soll ich, okay. Mara, wir wünschen dir eine gute Nacht. Mach's gut.